Hallo en welkom terug te Kainos, de nieuwe Schöpfung, de nieuwe Kreatur. Geld dat de ware ongeschuld hast en dat we deze tijd kunnen gemeinsam verbringen. Vijfmal in fijn video redt wie Eva Gott als unseren Papa kennenlernen. Und das ist so wichtig und ich persönlich glaube, das ist der erste Schritt, was wir machen dürfen, wirklich Wasser zu kennen in unserem Glaubensleben. Warum? Wenn diese Beziehung, was wir können angehen, durch Jesus Christus, mit Gott als unseren Papa, in dem als Papa nane, du fängt das an, man eigentlich kann selbst richtig mit seinen Säune lernen. Und von daher, weil ich dumm bin, wieder eben angehen, wenn Gott uns Papa ist, dann sind wir seine Kinder. Und dann möchte ich einmal aus der Bibel verlesen. In 1. Johannes 4, Kapitel 4, Vers 7. Du sagst es so. Ihr Leute, lot uns einander leuven. Wenn's de Leuf als ut Gott. Und in jeder, wat läuft, als von Gott geboren und erkannt Gott. Und dann Fuß in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 4. Wenn's alles, wat von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und uns Glaube ist der Sieg, wat die Welt überwunden hat. So da haben wir in ein Brief in der Bibel auf Fuß zweimal hintereinander, dass wir ut Gott geboren sind. Und das gibt noch viele mehr Bibelverse, wo wir uns können nur lesen, wo es sagt, dass wir ut Gott geboren sind. Einer von denen, den kann je bestimmt, 2. Korinther 5, 17, wo das sagt, dass wenn wir in Christus sind, dann sind wir eine neue Schöpfung. Das alles ist vergangen und alles ist neu geworden. Wenn wir uns bekehren, in dem Moment, wo wir uns bekehren, wenn wir wahre geboren wurden, dann sind wir eine neue Schöpfung. Und alles ist vergangen und wir sind, und alles ist neu geworden. Dann fragt man sich, wofür das geht ja nicht. Alles, die Umstände sind noch alle überein. Mijn kanten sind noch kreuzen, mein Körper ist noch einmal halfway. Und dort ist der Prozess. In dem Moment, wo wir wahre geboren wurden, fangen wir an, uns nie kennen zu lernen. Und als eine Sache, was viele verpassen. Da denken sich so, okay, ich bin Christ, ich habe ein Gebet, dann sehe ich Rat, das ist alles, was ich brauche, ich komme im Himmel an, und das ist, was ich möchte. Ich möchte bis nicht in den Halle kommen, du weißt, ich halt schwindet, Gebet beten und vor dich. Und das ist okay, ja, du durchstehst. Aber du hast mehr dorthin, und das ist nicht das Ziel von das ganze Christenleben. Und das ist, was ich in der ganz ersten Lektion einmal sehe, dass du hast nicht einen Punkt hinter dem Bibelvers, wo das in Johannes 3,16 sagt, und Jesus kam, damit wir nicht verloren gehen, sondern ewig Leben haben, ja? Das ist noch der zweite Teil, und das ewige Leben ist, worauf wir uns fokussieren. So, wir sind Kinder Gottes. Wenn wir wahre geboren wurden, waren wir aus Gott geboren. Und Gott ist jetzt, da hat sie im Jetzt war wir eine neue Person. Im Jetzt war wir eine neue Schöpfung. Im Jetzt ist alles vergangen und ist alles neu geworden. Aber wenn das im Jetzt passiert, dann darf sich dort im physischen Bereich manifestieren. Darf sich dort auch offenbaren. Und das ist ein Prozess, was wir als Jünger Jesu, der wir der Reis will muss sein, was wir dürfen antreten und was wir dürfen ausleben auf diese Erde, damit wir immer mehr so worden als uns Jesus, immer mehr so worden als uns Papa. Kjinja, was viel von ihren vor der Hölle, da hört man manchmal sagen, man ich grüße, weil ich kann sein als mein Pa. Und so soll wir als Kinder Gottes da sein. Wenn wir grüßt wurden, wenn wir, je lieber wir wurden in uns Christenleben, je doller da wir uns Pa leugnen. Klar, wir leugnen einmal ganz in unseren Yes, aber dass sich das auch sichtbar ist für die Menschen, für die Welt um uns herum, ne? So, wir müssen uns noch nie kennenlernen. Und das was mein erster Punkt von dir, dass du heute durch von dir, du bist ein Kind Gottes. Wenn du Jesus in dein Leben abgenommen hast, wenn du dem aus den Haaren Rade hast, angenommen in dein Leben, nicht bis in dein Hort eingeladen, sondern in dein Leben eingeladen, dann bist du ein Kind Gottes. Nun stell dir das mal ein bisschen fair. Dein Pa ist ein allmächtiger Gott. Dein Pa ist der allweitende Gott, der weit alles. Dein Pa ist der Janja, was die Welt erschaffen hat, mit einem Wort. Und dann wird das durch. Er sagt, lass du Licht sein. Und dann wird das Licht. Und du willst noch nicht mal eine Sonne, du willst noch nicht einen Mond, du willst noch nicht einen Stern, nichts. Er sagt, bloß lass du Licht sein und du wirst Licht.
Zijn kraftvollen Pa hast du. En dit wens ik me van jou, dat du dit kus begrijpen. Dat du een kind Gottes bist. Du bist nicht mal ein Sklav. Du bist nicht mal von deinen Worten abhängig. In Galater 4 sagt er, wir sind nicht mal Sklave. Wir sind Seine. Seine, wo man nicht richtig plottisch sagt, wo man sagt, wir sind Kjinja, ja? Wir sind seine Söhne und Töchter. Seine Jungs und seine Mädels, ja? Und das ist so schön zu weiten, dass unsere irdische Identität hat nicht mal die Bedienung, definiert uns nicht mal. Ich glaube immer, das ist ein Punkt, woran Jesus sagt, na kein Mann, aber ihr dient Vater. Warum? Warum nicht? Ich habe doch ein paar, ich will dem ehren, ich soll dem ehren. Ja, das sagst du auch. Aber wer dein irdischer Vater ist, bestimmt nicht mehr, wer du bist. Ganz besonders hier in unserer Menitekonie, in unsere geschlossene Gesellschaften, auf der ganzen Welt, wo geschlossene Gesellschaften sind, ist das ein Problem. Dass wir kennen uns so gut. Und dann, ich habe das selbst so viel erlebt, eine Frau, die, wer ist dein Pa, wer ist dein Opa, und wer sind deine Tantes und Onkels? Und wenn man das dann sagt, dann fragen, okay, das waren die Gläubigen, die kennen die dann. Und das stimmt aber nicht. Das stimmt nicht, wenn sie sind alle einzigartig. Ja, uns irdischer Vater und Mutter, die definieren, wie unseren Körper aussieht, wie unsere Gene aussehen und all das. Aber, wenn wir wahre Brüder sind, wer wir wirklich sind, ist da, wer wir im Jest sind. Und im Jest, du willst die nächste Lektion überreden, ist wunderschön, wer wir darüber entdecken, wer wir wirklich sind. Und dort mal wir nicht kennenlernen. Und das wird Gottes, es ist uns Spiel, wo wir immer darüber nachdenken und lernen. Oh, das wäre ich sie. Ich sie nicht mal da, ich sie sie. Ja? Und dann fängt sich an, der Himmel mit der Erde überein zu stimmen, in Einklang zu kommen. Und dann passieren wunderbare Dinge. Dankeschön und Sie gesehen.